Abgewürgt. Erster Gang. Yes! Okay, das war passend. Ziele im Leben kennen. Gemütlich Motorradfahren lernen. Geil. Ja, der erste Gang, kein Witz. Der erste Gang ist so, wie ich es brauchen würde. Aber ich bräuchte es halt bis 260. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar sitzen wir auf einer BMW R1250 RS. Wir schauen mal, was das Ding so kann. Im Sinne von, wow, verdammt nochmal, sieht die sportlich aus. Wirklich sehr geil, 135 PS mal wieder Touren. Eine Gepäckbrücke hinten ist möglich. Für uns aktuell Must-Have wegen Zelten-Hobby und so. Und wie gesagt, wir fahren ja eh wenig Offroad. Beziehungsweise eigentlich fahren wir fast nie Offroad. Wie ist das Bike? Alter, ist das ein dicker Hoshi. Hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Aber sie sieht in echt richtig drecksgeil aus, finde ich. Sie fährt BMW gewohnt, glaube ich, vollkommen super ruhig und einfach unfassbar krass. Geil, also sie rollt perfekt. Ja, die bekannten Fahrmodus, also über BMWs an sich erzähle ich jetzt nichts. Ich setze mal voraus, dass ihr auch schon alle mal auf einer BMW gesessen seid oder zumindest andere Videos angeschaut habt und wisst, wie das so funktioniert. Ende September kommt tatsächlich eine neue GS raus und dementsprechend bestenfalls auch eine abgegradete RS. Könnte sein auf jeden Fall. Man kann das auf jeden Fall googeln und dann kommt ein vielleicht heraus. Und ja, das wäre vielleicht eine Option. Alles in allem eigentlich soweit egal. Wir haben jetzt September. Mein Moped steht in der Werkstatt. Deshalb hier diese Probefahrten. Falls ihr es nicht wisst, weshalb, gerne das Video hier für euch verlinkt. Und ja, wir haben einfach Spaß. Aufrechte Sitzposition. Sehr angenehm, würde ich wirklich sagen. Also ja, du bist natürlich raciger. Du sitzt nicht so aufrecht wie auf einer Super Adventure S oder auf einer GS oder einfach auf einer Adventure. Kniewinkel relativ eng, aber was ich schon voll geil gefunden habe im Verhältnis zur GS, du trittst echt nicht in den Zylinder, weil zumindest bei der 1250 GS war das so, auch beim Enduro-Training in Hechlingen, ich hatte die Möglichkeit, das einmal auch mit einer GS zu machen. Ich habe mindestens zweimal, dreimal am Tag in den Zylinder gekickt. Aber der ist einfach deutlich weiter vorne als die Fußrasten und du sitzt ja auch anders, also dementsprechend ist das genau unter dem Schienbein. Ich hoffe, ich verschreie es nicht und dementsprechend wird das so gemütlich bleiben und ich werde nicht dagegen treten. Ich hoffe, für euch ist der Sound wieder phänomenal, weil ich habe weiterhin das DJI Mic im Einsatz, aber letztens habe ich beim Hinfahren zur Probefahrt leider den Media Mod Adapter demoliert. Jetzt muss ich den Ton immer manuell sinken. Schaller die Wälder an, Alter. Das war ein krass geiles Schieben, hätte ich gesagt. Also, können wir ein bisschen schauen. Ist ein Reifen warm nach 100 Meter geradeaus fahren? Ich würde sagen nein. Also hier ganz gemütlich. Aber ja, ich glaube, das wird ein Geräuschorgasmus. Ich glaube, das wird ziemlich sexy. Ich glaube, das wird auf jeden Fall Spaß. Und ich sehe schon, der war noch ein bisschen zu tief. Links passt. Was bin ich schon Probe gefahren? Eine Suzuki GSX-S 1000 GT. Gerne Video hier, war wirklich geil. Hat richtig Spaß gemacht. Genau, war wirklich ein tolles Motorrad und
Einziges Manko dort wäre vielleicht, ich habe mir so eine Regel gesetzt, die sagt, mach niemals Technologie-Downgrades bei Motorrädern. Und ich habe halt schon schräglagenabhängiges ABS bei 2 meiner Mopeds gehabt, bei 3 eigentlich, bei den letzten 3. Und auch Traktionskontrolle natürlich schräglagenabhängig und Suzuki hat sowas gar nicht. Deshalb, ich finde die Traktionskontrolle hat super gearbeitet, das war wirklich toll zu fahren, das hat richtig Spaß gemacht. Wenig ist ja auch mehr, aber die Frage ist, also einfach für mich als Lebensregel sollst du nicht machen. So wie die zweite Lebensregel geworden ist, stell niemals etwas an Traktionskontrollen herum. Ducati kannst du alles manuell einstellen. Und vertraue dementsprechend auch nicht auf das Handbuch, weil dort steht, leichtes Ausbrechen des Hecks ist okay. Aber wenn halt ganz Ausbrechen des Hecks auch noch okay ist, sollte man es lieber nicht machen. Aber dazu gerne hier das Video. Wir haben schon viel zu viel verlinkt. Genau, und deshalb würde ich sagen, die Suzuki hat für mich auf jeden Fall die BMW S1000 XR weggeblasen. Weil der Motor ist viel geiler, ist wirklich viel geiler. Gerne Ihren Eindruck. Und auch die Yamaha Tracer 7 GT. Klar, die hat auch weniger Leistung. Suzuki ist, glaube ich, bei 150. Kann man die vielleicht nicht ganz so vergleichen, aber ein bisschen so reinhören. Genau, aber ich finde auf jeden Fall, der Kollege hat gesagt, einfach hochziehen, Alter, aber das ist schon anstrengend. Hey, ich glaube, es hat einen Totwinkelassistent. Not bad. Ah, das wäre schön gewesen, auf Spur 3 zu wechseln. Yeah, Tschechien, da können wir uns gut integrieren. Kein Technologie-Downgrade machen. Suzuki war der Hit, aber deshalb fällt sie, glaube ich, raus. Genau, dieses Moped hat für mich eigentlich leicht zu wenig PS. Ich würde sagen 150, 160 sollten Untergrenze sein. Für 2 Leute Touren mit Gepäck. Aber ich wollte sie einfach mal Probe fahren, weil für Nicht-Offroad scheint das irgendwie das perfekte Fahrzeug zu sein. Hat anständig Bums, Cruise bestimmt mega geil, guter Komfort, anständig sitzen. Und auch wieder tiefer. Schauen wir mal. Also bei mir hat die Freundin auf jeden Fall festgestellt, ist das ein Schaltblitz? Genau, also bei mir hat die Freundin auf jeden Fall festgestellt, es ist für sie unangenehmer, sportlich zu fahren auf einem Adventure Bike, weil du deutlich höher sitzt. Also wir haben das wirklich auch festgestellt, so in Irland. Da ist die Hecke überall so 1 Meter hoch oder 1,5 Meter hoch. Und mit dem Adventure Bike sitzt du wirklich so hoch, dass du drüber schauen kannst. Das ist halt mega geil. Im Verhältnis mit dem Mietwagen die letzte Woche haben wir einfach nichts gesehen. Übrigens, guter Lifehack, wenn du rechts vorbeifährst und in der Mitte eine Spur frei ist es kein Rechts überholen. Wichtig, Gesetzeslage zu kennen. Niemals schlecht. Sagen wir mal, ich fahre doch schon gern sportlich und wenn die Freundin sich halt unwohl fühlt, weil sie quasi auf einem Podest sitzt, ist das ja auch nicht der Wahnsinn. Beziehungsweise ist das ja auch nicht optimal. Und dementsprechend würde ich auch sagen, ich habe gelernt, wenn ich wirklich hart Offroad fahren will, nochmal oder Z, dann hole ich mir echt einfach ein gebrauchtes Zweitbike, irgendwas Leichtes, irgendwas unter 200 Kilo. Und mit dem kann man einfach Spaß haben. Ich brauche keine GS, ich brauche keine Multistrada V4S, ich brauche keine Super Adventure S. Lustig, dass alle S haben. Ich rieche Benzin in der Luft. Das ist doch der Hammer. Diese sind's. Aber ja, also hier ist bestimmt Speedlimit wegen neuem Asphalt. Kann man sich so zusammenreimen. Aber geil, auf jeden Fall. Ich schau mal, ich habe schon vergessen, wie man... Ja, so setzt man das Speedlimit, okay. Also bisher super komfortabel. Ich überlege schon, wo man Quadlock anbringen kann. Vielleicht hier, vielleicht dort. I don't know, aber geiles Bike. Also ich finde echt styletechnisch. Ich finde wirklich styletechnisch und fahrtechnisch, ich habe mich schon wieder verliebt, Alter. Ich liebe schon Race Bike Style.
Ah, ich liebe es so hart. Es ist wirklich Polizei. Es ist wirklich was Schönes. Ja, wenn die Polizei hier ist, dann können wir mal schauen. Wo ist denn hier Warnblinker wieder? Okay, SOS hat auch Warnblinker hier. Ich finde wirklich, Warnblinker muss man immer checken. Steig aufs Moped, check den Warnblinker. Dann hast du es drauf. Ja, und subjektiv, Knöpfe waren alle geil bei Suzuki. Aber ja, Knöpfe hier fühlen sich geiler an und einfach noch ein bisschen mehr Haptik. Aber ja, bei Suzuki war auch alles perfekt. So, Reifen so. Ich glaube, ich habe so ein leichtes Ploppern gehört. Oh krass, man steht wirklich sehr tief. Oh, neuer Asphalt. Meine Güte, überall neuer Asphalt. Aber ja, Resümee. Man sieht's gut, man fährt gut, sie sieht geil aus. Sie gefällt mir auch definitiv besser als die XR. Puh, das wäre doch was Schönes. Da hinein könnte ich mich verlieben auf jeden Fall. Das war doch arschsexy. Mann, das war doch echt ein Bomben-arschsexy Sound. Ich finde, Sound ist alles. Ja, Schaltautomat. Ey, seht ihr das? Also ich habe gestern am Abend noch einen Bericht gelesen von der Suzuki GSX S1000 GT. Und die war im Test gegen die Versys 1000. Und gegen die KTM Super Duke. Auch bei diesem Test haben sie gesagt, die GSX hat den besten Schaltautomat. Und ja, hier hat es auch gerade richtig geruckelt. Aber ja, Zweizylinder versus Vierzylinder macht bestimmt auch einen Unterschied. Aber die ist wirklich einfach Weltklasse gefahren, vom Schaltautomat her. Und die hat gerade anständig geruckelt. Deshalb, ja, hat Schaltautomat. Schauen wir mal, Leerlauf. Ja, auch nicht so geil. Die Suzuki hat auch voll gerullt im Leerlauf hinten. War wirklich der Wahnsinn. Boah, ja, aber wenn man hier so sich reinlegt, durch die Höhe auch, man spürt schon das Knieschleifen und definitiv sitzt es sich so gut. Aber wahrscheinlich muss man auch hier einfach mehr wieder mit Leder fahren. Ist einfach naheliegender auf so einem Bike. Abgewürgt. Okay. Also hinter uns war natürlich keiner, aber spannend. Nie schlecht, wenn du einmal ein Moped abgewürgt hast und es ist dir umgefallen, dann bist du vorbereitet, dass du immer sofort die Kupplung siehst, wenn es abstirbt. Aber interessant, also ja, Kupplungspunkt ist immer was Eigenes. Aber ich würde sagen, hat auf jeden Fall mehr Wumms als eine XR. Motortechnisch natürlich andere Leistung, nicht vergleichbar, anderes Bike. Aber einfach von der Motorcharakteristik kommt hier mehr Wumms raus. Fahrwerk super smooth, definitiv auch besser natürlich als bei der GSX. Man spürt, hier sind einige Bodenwellen, hat mich schon ein bisschen durchgepäppelt bei solchen Stellen, bei der GSX. Aber hier fährst du ganz smooth drüber, ohne dass du irgendwas spürst. Ich sehe auch Lichtautomatik. Das ist auch sehr nice. Also dann haben wir Schaltautomat in beide Richtungen. Lichtautomat, Totwinkelassistent scheinbar. Schauen wir, ob wir das diesmal ohne Abwürgen zusammenkriegen. Danke. Ich habe es ja nicht eilig gehabt, dementsprechend, bevor Verwirrung entsteht, lasse ich beide durch. Aber das war ein kleiner Will hier. Ja, aber oben raus geht halt nicht viel. Oh, ja, bam, Alter. Aber bremsen geht dafür bombastisch. Das ist lustig. Unten ballert es nicht wie ein Magnetband. Oben ist es so, weißt du, so bodymäßig. Du hast zweimal Bier-Intus auf der Wiesn und der Kollege kommt vorbei. Man weiß nicht, oder Polizei? Nee, ich glaube nicht. Nee, sehr brav. Ein Bürger beim Telefonieren.
Dementsprechend genau das. Oh, Bu, ist das so wie der Buddy auf der Wiesn. Hey, Brudi, komm vorbei, ich nehm dich am Arm. Lass ein bisschen spazieren gehen. Genau, also obenrum kommt dann nicht viel. Das ist schade, aber ja. Aber wer weiß, vielleicht braucht man obenrum gar nicht, wenn man das Ding einfach untenrum richtig beißt. Ja, das war gut eigentlich. Ich glaube, Straße steht ein bisschen schwierig. Man kann sich immer umlernen zu fahren, aber ja, Handling top, Alter. Bam, ich Bergstraße, dieses Motorrad, das wäre echt was. Das wäre vielleicht auch was für dieses Wochenende. Schauen wir mal, wie es mit Wendekreis und Umdrehen aussieht. Das geht gut. Auf jeden Fall mehr Einschlagwinkel als die G6. Das ist echt, das ist verwirrend. Also das Ding, 30 PS mehr gekauft, Alter. Ich würde heute hingehen und sagen, hey Lagerhand, wie sieht's aus? Vielleicht kommt noch eine 1300, okay, vielleicht würde ich bis Ende September warten, aber ich würde denken, kann man auf jeden Fall sich holen. Hier kleiner BMW Testride. Ja, der Sound macht geil auf jeden Fall. Ist ein bisschen das Schade. Du hast den Sound eigentlich oben rum, aber die Leistung unten rum. Natürlich schallert es komplett die ganze Bahn durch, schon ein bisschen. Aber ich meine, das sind dann auch die Leute, die sagen bei der GS, jo, Alter, du musst untertourig fahren. Ja, Junge, ich will das Drehzahlband genießen. Sonst passt das doch nicht. Ich kann doch einfach nicht nur immer bis 5000 fahren. Aber ja, stimmt, ich erinnere mich, glaube ich, Richtung Norden hier raus. Da geht nicht besonders viel landstraßentechnisch. Aber das mit dem Punkt habe ich nicht gecheckt. Nein, ich glaube, das ist kein Totwinkel. Ha, das ist kein Totwinkel. Das ist einfach ein roter Punkt auf dem Spiegel. Alles klar. Also Fahrwerk wirklich super sanft. Man spürt quasi, wenn du so ausgehoben werden würdest, dann bist du hier einfach ganz friedlich unterwegs. Ja, schau, da sehe ich ein paar Kurven. Kein Fahrradfahrer. Und hier. Das habe ich nicht wirklich gewusst. Das ist der Missing Link. Das habe ich echt nicht auf dem Schirm gehabt. Das neben der S1000R, ich würde sagen, das ist eine große S1000R mit 2 Zylinder. Als richtig sportliches Tourenbike. Weil, ja eben, die XR hat mir nicht gefallen, von der Optik auch her irgendwie zu hoch. Ich meine, wenn ich sie mittlerweile sehe in der richtigen Lackierung, in Grau sieht sie wirklich scharf aus, finde ich. Ist das für mich okay? Aber trotzdem fehlt mir irgendwas.
Bei solchen Straßenkonstruktionen bin ich auch immer verwirrt. Aber ich glaube, ganz falsch habe ich es auf keinen Fall gemacht. Aber ja, ich glaube, mehr Gas sollte man auf jeden Fall geben hier, dass man sie nicht abwirkt. Besonders wenn man so aus dem Halbstand losfährt. Ich glaube, sie bollert auch ein bisschen. Also ja, bei der G6R habe ich auch gesagt, die Bremse ist ein bisschen zu unterbestimmt, wenn du von einer Ducati und von einer Super Adventure kommst. Aber diese Bremse ist wieder voll dabei. Ist vielleicht hier sogar zu stark ein bisschen. Aber dafür, so sollte es sein. Die Bremse muss immer zu stark sein. Ich habe mir bei meinem Mountainbike auch eine 200er Scheibe nachrüsten lassen. Damit das Ding einfach richtig schallert. Lieber Stoppie als Hecke, würde ich sagen. Oh ja, hast du gehört? Ja, Schaltautomat und dann kommt sie. Geballert. Schaut da. Ja, besonders von 2 auf 1 macht sie schön bollern. Das war doch schön. Das war doch einfach richtig schön. Genau das machen wir nochmal. Und ja, also Wendekreis super. Genau, Gas geben, mit der Kupplung arbeiten. 2 Zylinder. Schon da. Wow, also vorne haut echt ein Anker raus. Ein bisschen genießen. Nochmal Schotter. Aber was das blinken bedeutet, will ich echt noch gern wissen. Flugzeug. Begrenzer. Ist ein bisschen tiefer vom Sound, als was man kennt. Notbremse. Boah, Junge. Ja, BMW-Style. Ich rieche sogar irgendwas. Und zwar nicht Gummi, sondern vielleicht Bremse, aber hat vielleicht noch nie jemand so gebremst. Ah, die ist wahrscheinlich, ja, 1000 Kilometer knapp auch. Und zumindest ist sie warm. Aber ja, trotz Bodenwelle hast du gespürt, wie der Dämpfer versucht, Bodenkontakt zu behalten, Alter, und es hat traumhaft runtergebremst. Wirklich sexy. Einfach wirklich sexy. Ja, ich würde sagen, das reicht auch schon. Man muss ja nicht die ganze Zeit fahren. Einmal Topspeed wäre halt noch nice. Aber vielleicht waren wir eh schon ein bisschen dran. Ja, also laufruhig ohne Ende. Komplett super smooth. Schade, dass jetzt Herbst ist und ich kein Motorrad habe. Also ja, ballert auch schön beim Hochschalten. Also falls es hier nicht gehört hat, es war ein schönes Knallen. Keine abartige Lautstärke, aber ja, ich muss mir zu Hause auf jeden Fall die Leistungskurve von dem Bike durchschauen, damit man ungefähr weiß, wo es am besten ist. Aber genau, ich glaube ab 7, 8 ist eigentlich totes Haus. Wahrscheinlich ab 8 auf jeden Fall. Also es ist auf keinen Fall, ja, also ja, im Verhältnis zur Beschleunigung ist es ein Einbruch, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr wenige. Aber so hörst du das Bike gar nicht. Und du sitzt so gemütlich, also auch die Sitzbank. Aber das ist wieder so eine, oh, man kann eigentlich auch echt stehen. Genau, auch die Sitzbank ist wieder so komplett smooth, voll Leder. Also ich glaube schon, dass du da anständig dran klebst. Irgendwie habe ich mich an so eine Synthetik-Sitzbank echt gut gewöhnt. Und so Vollleder fühlt sich einfach, oh, okay.
Es ist sehr, sehr angenehm. Wisst ihr, so ein richtig abgefahrenes Ledersofa, wo du so richtig versinkst drin. So fühlt sich der Sitz an. Aber ja, bei der Suzuki hat mein Ei manchmal geklemmt. Hier verschwindet das ganz gemütlich einfach in der Sitzbank. Bam. Also schauen wir mal. GoPro Recorder hat keinen Hänger. Ich habe wirklich auch eine Vermutung, dass die GoPro primär in Kombination mit dem Media Mod alle meine Fehler hat. Also dass sie einfach random angeht und sich random ausschaltet und sich manchmal auch aufhängt. Also seitdem ich das jetzt habe, es sind nur 36 Stunden, aber hat sie sich kein einziges Mal einfach eingeschalten, ohne dass man was tut. Das macht sie sonst echt. Stimmt. Wir sollten noch irgendwo stehen bleiben. Mal ein schönes Plätzchen. Ein paar Fotos machen. Ja, aber so auch Schaltautomat. Jetzt nicht vom Feinsten, aber ich muss ehrlich sagen, in solchen Geschwindigkeiten schalte ich auch selbst gern. Aber ja, haut einen richtig rum. Schau mal. Okay. Runter smooth, rauf. Ruck. Leichterer Ruck, ja. Kann Suzuki besser, liebes BMW-Team. Aber sonst seid ihr schon ziemlich überlegen. Der Neupreis für euch hier eingeblendet. Ich habe nämlich selbst gar keine Ahnung. Ich bilde mir ein, sowas wie 17,99 vielleicht. Wahrscheinlich dann aber relativ leer. Ich habe sie konfiguriert, aber habe es echt vergessen. Aber ja, wenn man sich eine Super Adventure S voll ausgestattet gekauft hat, dann ist alles andere günstiger. Das ist doch ein Traum. Sogar die GS war damals günstiger. Bruder, komisches Manöver, bitte nicht dich umbringen. Ja, ist wirklich auch spannend. Also wenn man bewusst versucht, im unteren Drehzahlbereich zu bleiben, die Gänge einfach so reinzuhauen, dann kommt da aber auch nicht viel Wumms zusammen. Kleines Tierchen, Katze wahrscheinlich. Also das ist interessant, also das hat mich jetzt überrascht. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, Gänge nicht ausdrehen, wir versuchen das Maximum rauszuholen, aber eben, du musst schon ein bisschen ausdrehen, damit du hier das Monster entfaltest. Aber es ist kein wirkliches Monster, es ist so wie Grisou, wisst ihr? Grisou, der Drache. So wirklich böse ist er nicht. Sieht mehr böse aus, aber ist ein gemütlicher Tourer, würde ich sagen. Aber ja, von der Sitzposition wieder meine... Sag mal, ich bin ungefähr